Hausarzt, Facharzt, Überweisung. Diese Begriffe hast du bestimmt schon mal gehört. Aber wenn du neu in Deutschland bist, dann weißt du oft am Anfang gar nicht, wie das alles zusammenhängt. Und deswegen schauen wir uns das jetzt zusammen an, Schritt für Schritt. Ich bin Daiva und ich erkläre dir hier viele Sachen in Deutschland so, dass du die auch leichter verstehen kannst. Also, das Gesundheitssystem in Deutschland wirkt am Anfang ein bisschen kompliziert. Also, das habe ich damals auch so empfunden, als ich aus Litauen nach Deutschland gekommen bin. Aber ehrlich gesagt, das ist hier alles super gut organisiert. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann schätzt man das auch wirklich sehr. So, das Wichtigste zuerst. Wenn du in Deutschland wohnst, brauchst du eine Krankenversicherung. Und das ist Pflicht. Sobald du versichert bist, bekommst du von deiner Krankenkasse eine Karte nach Hause geschickt. Die nimmst du dann immer zu jedem Arztbesuch mit. Wenn du beim Arzt bist, wird die Karte eingescannt und dann wird die Behandlung direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. Das heißt für dich, du musst meistens auch nichts direkt beim Arzt bezahlen. Wenn du krank bist, gehst du zuerst zum Hausarzt oder Allgemeinmediziner. Das ist sozusagen dein erster Ansprechpartner, wenn du gesundheitliche Probleme hast. Aber ehrlich gesagt, am Anfang kann es auch gar nicht so einfach sein, überhaupt einen Hausarzt zu finden. Viele Praxen nehmen auch keine neuen Patienten mehr, weil sie voll sind. Ich weiß, ich musste damals auch ewig warten, bis ich einen Termin bekommen habe. Deshalb ist mein Tipp, ruf einfach mehrere Praxen an und lass dich dort einfach in eine Warteliste eintragen. Also, wenn du krank bist, gehst du zum Hausarzt. Er schaut sich dein Problem an, macht die erste Diagnose und er kann dir vielleicht schon gleich direkt dir weiterhelfen. Wenn etwas Spezielles ist, schickt dich der Hausarzt zu einem Facharzt. Also Fachärzte sind auf bestimmten Bereichen spezialisiert. Also es kann zum Beispiel Haut sein, Knochen oder Herz oder was anderes. Für einen Facharzt brauchst du oft eine Überweisung vom Hausarzt. Also das ist einfach ein Zettel oder mittlerweile ist es ja auch schon digital, auf dem steht, was dein Problem ist und was der Facharzt untersuchen soll. So weiß dann der Facharzt direkt Bescheid und er muss dann nicht nochmal quasi dich von vorne anfangen zu untersuchen. Nach der Behandlung bekommst dann dein Hausarzt meistens dann eine Rückmeldung vom Facharzt und so kann dein Hausarzt dann einen guten Überblick bekommen. Was viele am Anfang nicht wissen, du sollst es immer einen Termin vorher ausmachen. Am besten kurz rufst du an oder machst du es online. Ja, beim Facharzt ist es ein bisschen schwieriger. Da ist es, einen Termin zu bekommen, kann es wirklich super lange dauern. Also da musst du dich schon darauf einstellen. Wenn du Medikamente brauchst, bekommst du ein Rezept vom Arzt. Heute ist es auch oft ein E-Rezept. Also gehst dann einfach in die Apotheke und scannst deine Karte ein und dann sehen sie direkt auch, was du brauchst. Die Medikamente zahlst du meistens teilweise selbst, aber auch einen Teil übernimmt die Krankenkasse. So, das war es jetzt erstmal, ein grober Überblick über das Gesundheitssystem. Ja, ich hoffe, du konntest das auch verstehen und es ist hier auch ein bisschen klarer geworden. Und wenn du mir solche Infos brauchst, schau gerne dir auch meine anderen Videos an. Vielleicht ist ja für dich auch was Hilfreiches dabei. Und schreib mir gerne auch in die Kommentare, welche Themen dich noch interessieren würden, welche Fragen du auch hast. Okay, dann würde ich sagen, mach's gut und bis bald.